Otti und Keule fahren mit dem Fahrrad um die halbe Welt. Die Schweizer Kinozuschauer wollen wissen, wohin die nächste Tour geht. Ja. Fertig mal durch die Schweiz. Bist du verrückt? Das ist viel zu bergig hier. Auf diese Berge werfen wir einen kurzen Blick. Zwischen den Kinoterminen hatten wir auf unserer Schweiz-Tour letzten August nämlich auch ein bisschen Zeit für Sightseeing. Wie heißt die? Burgenstein. Bogenburg. Burgenburg. Neufalkenstein? Ja. Oder auch nicht? Doch. Ja? Lisa hat eben gesagt Neufrankenstein. Ich auch gut. 9 Frankenstein, so viel kostet der Eintritt. Außer schlechten Wortspielen bietet die Burg auch eine gute Aussicht und eine ordentliche Verteidigungsposition. Kannst du hier beide mal mit Steinen beschmeißen und kannst den Angreifer beide mal abwehren. Ich schieße lieber. Du schießt lieber. Ja. 7 Tage ernähren wir uns von Raclette, um dann am nächsten Tag die Schweiz kurz zu verlassen und ein Land zu besuchen, wo noch keiner von uns war. Wir werden heute die Liste komplett abhaken, alle Länder zu besuchen, alle Binnenländer zu besuchen, die ihrerseits nur von Binnenländern umgeben sind. Ich bin ganz aufgeregt. Das Fürstentum Liechtenstein, eingeklemmt zwischen der Schweiz und Österreich. Das viertkleinste Land Europas, eine konstitutionelle Monarchie. Da oben das Fürstenschloss. Einwohnerzahl weniger als 40.000. Also in diesem Land halten sich im Moment mehr Touristen als Liechtensteiner auf? Ich habe keine Ahnung, aber durch dieses gelbe Pflaster hier sehe ich auch nicht wirklich was. Das ist echt unangenehm. Oh, Liechtenstein. Deswegen Licht, wegen dem Licht. Sonnenbrille auf und weiter umschauen. In der Innenstadt. Da hat der Fürst seinem Volk eine Hüpf- und Liegewiese gegönnt. Das ist der coolste Ort, an dem ich jemals war. Am Abend sind wir zurück bei den Eidgenossinnen und Genossen in Uster auf der Reitbahn. Der letzte Tag unserer Schweiz-Kinotour. Und um 0 Uhr mein Geburtstag. Happy Birthday, lieber Waldemar. Wow. Dankeschön. Erstmal auspusten. Muss mir erstmal was wünschen. Okay. Ja. Dankeschön. Auch wenn wir verplant alle schon um die 50 Mal gesehen haben, genug haben wir immer noch nicht. So gibt's auch dieses Jahr neue Open-Air-Termine. Die findet ihr auf verplant-film.de.